Указ о частичной мобилизации подписан. But are they being welcomed in the EU, particularly in Germany? These countries have now implemented entry restrictions for Russians traveling for tourism or leisure, which also includes potential refugees of Putin's mobilization. Germany has a different opinion on the topic. Chancellor Olaf Scholz said, and Germany's Interior Minister Nancy Faeser explained, the problem is that, according to EU rules, asylum seekers must file an application where they first set foot on EU soil. And since the beginning of the war, there have been no direct flights to countries like Germany. And even if Russians do manage to arrive in Germany, that does not automatically mean that they qualify for asylum. Asylum law only recognizes certain reasons for refusing military service. Da kommt es dann tatsächlich darauf an, erstens, welche Sanktionen drohen den Personen, die sich dem Kriegsdienst entziehen. Sind die unverhältnisschwer, sind die willkürlich? Und der zweite Punkt ist, zu welchen Zwecken werden sie eingesetzt? Just facing potential conscription is not enough. People applying for asylum need to have a draft card or prove a high probability of being conscripted. For instance, because they belong to a specific age group. Für diejenigen, für die das erstmal nur im Raum steht, dass zu dieser Situation der Einberufung kommen könnte, ist es etwas schwieriger, schon Verfolgung anzunehmen. Now, Germany is discussing other measures to allow Russians fleeing mobilization to apply for a visa. Ja, eine Möglichkeit könnte darin bestehen, dass Deutschland für diese Personengruppe ein Visum ausstellt, ein humanitäres Visum, um ihnen so die Möglichkeit zu eröffnen, in Deutschland einen Asylantrag zu stellen. It is unclear if and when this will take place. So far, humanitarian visas have only been granted in rare cases to dissidents, journalists or other persecuted figures. Another option would be that Germany assumes responsibility for people who entered via another country. With the member states, a set of measures to take into account. Some Russians might still be reluctant to apply for asylum, because that might make it harder for them to return home. Wenn jemand Asyl beantragt, dann behauptet er ja, dass sein Heimatstaat ihn verfolgt. Und das kann natürlich dann auch als unfreundliches Verhalten so gesehen werden und mit Sanktionen belegt werden. Das ist eben bei einem autoritären Regime nicht auszuschließen. Grundsätzlich ist erstmal, dass diejenigen, die sich vorher schon im sicheren Drittstaat befanden und keine Verfolgung mehr zu fürchten hatten, dann wahrscheinlich keinen Anspruch auf Asyl in der EU haben. Also, some people are critical of the idea that Russians should get asylum in Germany or the EU at all.
Human rights organizations say that line of argument is short-sighted. Wir gehen alle davon aus, dass das ein autoritäres Regime ist, was für kleinste Aktionen, wenn man Krieg sagt, möglicherweise schon Gefängnisstrafen zur Folge hat. Also von daher ist es sehr leicht, hier im Warmen, irgendwo in Mitteleuropa zu sagen, ihr sollt jetzt mal kämpfen gegen das Regime. And some also see benefits in helping Russians to leave their country. Someone fleeing from military service from Russia is better for Ukraine than someone fighting in Ukraine. And when I hear President Zelensky saying, saying directed to Russian young men, protest against the regime, fight it or flee, then there needs to be a place to flee to. In theory, Germany says it will take in Russians fleeing mobilization. But the reality is more complicated, and the bureaucratic hurdles are huge, at least for now.